Ich will es ganz deutlich sagen, diese 1.000 Euro gehen gar nicht. Das mag sein, dass ein Ökonom... Wieso beschließt das Kabinett dann das? Weil das Kabinett auch nicht perfekt ist. Ach so, Die Kreuze klar für die AfD, ja, das ist wunderbar. Wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Hey Leute, heute geht's um Manuela Schwesig bei Maischberger ist. Und wow, die hat richtig ausgeteilt. Schwesig hat Habecks Idee mit den 1.000 Euro für Langzeitarbeitslose komplett zerrissen. Sie stellt klar, dass die SPD nicht die falschen Signale senden darf. Die Leute, die hart arbeiten, könnten das sonst als Belohnung für die Falschen sehen. Schwesig sagt, wie es ist. Diese 1.000 Euro gehen gar nicht. Also wenn ihr wissen wollt, wie sie Habeck mal so richtig bloßstellt, bleibt dran. Auf geht's. Ich denke, dass der Kanzler stärker das deutlich machen muss, wofür er steht und auch mehr der Bevölkerung das auch sagen muss. In den letzten Monaten war es so, dass der Kanzler etwas macht, was auch richtig ist für einen Regierungschef. Der Regierungschef muss parteiübergreifend in der Regierung die Regierung zusammenhalten. Man kann nicht jeden Tag mit seiner eigenen Position, mit seinen Vorhaben vorpreschen. Dann verprellt man auch die Partner. Man muss zusammen Lösungen finden und die zusammen vertreten. Aber durch den Dauerstreit in der Ampel und dadurch, dass Olaf Scholz auch oft die Dinge zusammenführen musste, wie ganz lange Haushaltsverhandlungen, ist der Eindruck bei den Wählerinnen und Wählern, bei den Bürgern vor allem entstanden, warum lässt der Kanzler sich so lange Zeit, wo steht er? Und deswegen, glaube ich, ist jetzt die Zeit gekommen, dass Olaf Scholz stärker vorangeht und ganz klar zu den großen gesellschaftlichen Themen sagt, wie er sich das vorstellt, bei Wirtschaft, aber auch beim Thema zum Beispiel Migration, da hat er das jetzt auch gemacht, aber auch beim Thema Soziales. Also ein Kanzler kann ja durch zweierlei sichtbar werden. Das eine ist, er hat seine Positionen zu zeigen. Das machte dieser Kanzler immer mal wieder, gerade wenn es um die Ukraine ging, worüber wir nachher noch reden. Aber er könnte ja auch als guter Moderator auffallen. Und da haben wir jetzt wieder diese Woche ein Beispiel. Im Kabinett wird etwas beschlossen. 1.000 Euro für Langzeitarbeitslose, die einen Job haben. Und es ist diesmal die SPD-Fraktion, die sagt, nein, wir halten das für keine gute Idee, da machen wir wahrscheinlich nicht mit. Von einem Kanzler, der auch noch Parteichef dieser Fraktion ist, erwartet man doch, dass er den Laden im Griff hat. Aber ganz ehrlich, es ist gerade der Kanzler, der jetzt so oft bei Debatten, bei der Debatte um Atomkraftwerke, bei der Debatte, wie wird die Ukraine unterstützt, beim Haushalt. Er hat 200 Stunden Haushaltsverhandlungen gemacht. Welcher Kanzler hat das vorher gemacht? Das ist eigentlich der Job des Bundesfinanzministers. Er ist immer der Moderator. Und das ist ja gerade teilweise sogar ihm zu Last jetzt gefallen. Ja, weil die Leute ihn eher als Moderator wahrnehmen. Und es funktioniert nicht. Und er sich als Moderator müssen sie sich ja, wenn sie versuchen, den Streit zu schlichten oder zu Ergebnissen zu kommen, müssen sie ja sich zurücknehmen. Und das macht Olaf Scholz. Er ist nicht der, der jeden Tag vorprescht. Und da ist er aus meiner Sicht, hat die Wahrnehmbarkeit darunter gelitten und deswegen muss er stärker vorangehen. Ansonsten möchte ich sagen, dass es die Rolle des Parlaments ist, zu sagen, wenn es Vorschläge aus der Regierung gibt, die nicht gut sind, dass man das doch auch noch mal korrigiert. Also da muss man sich jetzt auch schon entscheiden, auch in der Öffentlichkeit. Klar. Sonst wird immer gesagt, ja, das Parlament sagt ja nur Ja und Amen. Jetzt sagen Leute aus dem Parlament so nicht. Und darüber zu überlegen ist richtig. Und ich will es ganz deutlich sagen, diese 1.000 Euro gehen gar nicht. Das mag sein, dass ein Ökonom... Wieso beschließt das Kabinett dann das? Weil das Kabinett auch nicht perfekt ist. Ach so, okay. Es mag sein, ich sehe das genauso, wie das eben ein Journalist gesagt hat. Es mag sein, dass ein Ökonom das gut rechnen kann, aber wir müssen immer Entscheidungen in eine gesellschaftliche Debatte stellen. Und wir, gerade als Sozialdemokraten, müssen ganz stark aufpassen. Und ich bin die Letzte, die nicht für soziale Unterstützung ist. Dafür bin ich bekannt. Aber wir müssen an die denken, die jeden Tag hart arbeiten, die morgens aufstehen, zur Produktion fahren, alleinerziehend arbeiten. Die dürfen nicht den Eindruck haben, dass wir jetzt noch diejenigen, die arbeiten könnten, extra belohnen, sondern Arbeit muss belohnt werden. Wer in Arbeit ist, der muss unterstützt werden. Wie gesagt, das hätte man, so sagt es ja auch Herr Habeck, sich vorher überlegen können. Sie haben den schönen Satz gesagt, die Ampel ist schädlich für die SPD. Das sagt Herr Lindner ja auch, also mit FDP statt SPD. Warum macht man das dann noch weiter, diese Regierung, wenn doch alle Partner aufeinander keine Lust mehr haben? Die Wählerinnen und Wähler haben
eine Entscheidung getroffen bei der letzten Bundestagswahl und jede Regierung hat die Verantwortung, für die Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten. Und ich habe den Satz gesagt mit der Schädlichkeit aus den Gründen, die ich eben schon erläutert habe, dass eben die Rolle, in die SPD gekommen ist, der Kanzler gekommen ist, ständig zu moderieren und sozusagen die Klammer zu bilden und selber dabei nicht mehr so gut wahrgenommen zu werden, das ist das Schädliche. Und jetzt gibt es ja aber die Chance, ganz klar bei den Themen, die noch anliegen, Unterstützung für die Wirtschaft, Haushalt, Rente voranzugehen und ganz klar jetzt zu den Ergebnissen zu kommen. Man sollte die Zeit nutzen. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten nicht Dauerstreit, sondern dass wir Demokraten die Probleme lösen. Wir geben das einfach weiter in die Ohren des Kanzlers auch. Und blicken einmal ganz kurz zurück. Wir haben ein Fundstück gefunden von Ihnen im Archiv, was viele nicht wussten. Sie hatten ein Vorleben als Schauspielerin. Wir haben einen alten DEFA-Film ausgegraben. Verbotene Liebe heißt der, wurde gedreht 1989. Sie haben eine Nebenrolle, wie wir gleich hier sehen werden, sagen nicht sehr viel im Film. Das ist Manuela Schwesig hier. Und hätten Schauspielerin werden wollen? Wie alt waren Sie da? So 16, 17? Ich war 13, 14. Genau. 13, 14. Das war noch vor der Wende. Ja. Das war ein für DDR-Verhältnisse sehr kritischer Film. Und ja, es war eine tolle Erfahrung für mich. Ich habe hinter die Kulissen schauen können, aber es war nicht der Weg, den ich gegangen bin. Sie wollten nicht Schauspielerin werden in dieser Zeit? Nein. Das ist 89 gedreht worden. Erschienen ist der Film dann in den Kinos 1990. Dazwischen ist die Mauer gefallen. Es gibt gar nicht wenige, die im Moment so eine Wehmut haben gegenüber der alten DDR. Können Sie es verstehen? Nein und ja. Also es ist so, dass viele in Ostdeutschland natürlich die Vorteile sehen der Demokratie und der Wiedervereinigung. Und wir haben ja gerade die Deutsche Einheit in Schwerin in MV gefeiert, mit dem großen Bürgerfest, 3 Tage, 200.000 Menschen, friedlich, fröhlich. Das hat mich wirklich auch sehr berührt, weil ja gerade die öffentliche Debatte eine ganz andere ist. Ja. Viele wissen ganz genau, dass es richtig ist, dass es heute Reisefreiheit gibt, dass es Meinungsfreiheit gibt, dass es Pressefreiheit gibt, dass es freie Wahlen gibt. Aber natürlich haben auch viele erlebt, dass die Wende sehr hart war. Ich habe das selber erlebt, als mein Vater arbeitslos wurde, weil sein Betrieb geschlossen war. Er war auch schon zu DDR-Zeiten marode, ist mein Vater arbeitslos geworden. Und das trifft eine Familie hart. Es steht auf einmal die Existenz in Frage. Es steht auch der Selbstwert der Menschen in Frage. Mein Vater hat seit seinem 16. Lebensjahr hart gearbeitet als Mechaniker. Ich kannte das gar nicht anders, als dass meine Eltern jeden Morgen aus der Tür gehen. Und diese Zeit war sehr schwer für meine Familie. Ist es oft immer noch, wenn es dieses Thema gibt. Und das hat Spuren hinterlassen. Und das ist auch aus meiner Sicht eine Erklärung dafür, dass im Osten die Sorge, gerade in unsicheren Zeiten, das hart Erreichte, Erarbeitete könnte wieder verloren gehen, dass diese Sorge größer ausgeprägt ist. Und es kommt ein Thema dazu, das ist die Sorge eben, dass ein Krieg in der Nachbarschaft ist. Gerade hat die DDR einen 75. Jahrestag gefeiert, also DDR-Staatsgründung, 75 Jahre her. Das war am 7. Oktober auch, also gestern. Der Ex-DDR-Staatschef Egon Krenz hat aus diesem Anlass in einer Versammlung einen anderen Punkt herausgehoben, den er an der DDR gut fand. Es gibt viele Gründe, die DDR zu mögen. Die DDR hat niemals Krieg geführt. Sie war der deutsche Friedensstaat. Ich möchte... Die DDR war der deutsche Friedensstaat. Er kriegt da Applaus dafür, das denken viele. Im Osten auch, Sie auch? Sie wollen jetzt wirklich, dass ich auf Egon Krenz antworte. Entschuldigung, ich dachte, es würde Ihnen eine Möglichkeit geben, das, was viele tatsächlich, glaube ich, auch wirklich denken, dass dieser Staat eben ein Friedensstaat war, einfach aus Ihrer Sicht zu sagen. Unglaublich, dass Egon Krenz hier 75 Jahre DDR feiert. Darüber könnte ich mich gerade tierisch aufregen. Okay. Ich bin im Osten groß geworden und ich weiß selber, dass ich hatte trotzdem mit meinen Eltern ein gutes Leben. Und ich weiß, dass viele Dinge oder dass wir Ostdeutschen uns wünschen, dass die Zeit bis zur Wende, dass die Lebensleistung, das, was auch Familien zusammen auch an Gutes hatten, dass das gesehen wird und gewertschätzt wird. Aber jetzt im Nachgang die DDR zu verharmlosen und auch noch zu feiern,
Das finde ich schon sehr, sehr schwierig, gerade von jemandem, der verantwortlich ist für viel Unrecht, was in der DDR passiert ist. Und es wäre wirtschaftlich alles nicht so schwer gewesen, wenn nicht solche Leute wie Herr Krenz zugeguckt hätten, wie die ganze Wirtschaft marode wurde. Das war ja nicht die Schuld von meinem Vater und den Leuten, die gearbeitet haben, sondern von solchen Verantwortlichen. Das regt mich gerade tierisch auf und das werden Sie auch verstehen. Ja. Absolut. Punkt gemacht. Absolut. Und jetzt zu seinem Punkt. Das ist ja so ein Sprech à la Wagenknecht. Er lobt sie auch übrigens nach dem Motto. Und den Brief ihrer Kollegin, die da eben auch jetzt gesagt hat, man muss den Waffenstillstand und Verhandlungen machen. Das ist ja so ein Sprech à la Wagenknecht nach dem Motto, wir, die dafür sind, die Ukraine zu unterstützen, militärisch, humanitär und finanziell, wären nicht für Frieden. Ja. Und die sagen, sprecht mal einfach mehr mit Putin, sind für Frieden. Und das stimmt nicht. Viele Menschen wünschen sich, dass die Menschen in der Ukraine das haben, was wir gerade selber gefeiert haben. Frieden, Freiheit und Demokratie. Und es gibt in der Bevölkerung viele Menschen, auch in Ostdeutschland gerade, auch bei mir im Bundesland, die sagen, wir halten die Waffenlieferungen nicht für richtig. Ich werbe sehr dafür. 60% sind genau, es inzwischen. 60%. 69 sogar im Osten. Genau, ja. das sind sehr viele Menschen. Und mir begegnet es auch bei Bürgerdialogen, in Diskussionen auf der Straße. Und ich werbe sehr dafür, dass wir beides machen. Unterstützung für die Ukraine und Diplomatie. Ich selber war in der Ukraine. Ich habe mir das Dorf angeschaut, wo die Russen ein ganzes Dorf von einem kleinen Baby bis einer über 80-jährigen Großmutter in einen Keller gefercht haben und da einen Monat lang gefangen gehalten haben. Ich war in einem Kinderkrankenhaus, wo schwerkranke Kinder behandelt werden, was wir uns alle für unseren eigenen Kindern auch wünschen würden. Und dieses Krankenhaus wurde beschossen. Putins Russland hat die Ukraine brutal überfallen und wir müssen die Ukraine dabei unterstützen, dass sie diese Menschen schützen. Und darum geht es, wenn wir auch zum Beispiel Patriot-Systeme liefern. Ja. Wir müssen finanziell und humanitär unterstützen. Und gleichzeitig gibt es auch natürlich diplomatische Bemühungen. Und das macht unser Kanzler. Unser Kanzler hat mit Putin gesprochen. Unser Kanzler spricht mit China, weil die vielleicht Einfluss auf Russland haben. Es gab die erste Friedenskonferenz in der Schweiz. Es ist wirklich wichtig, dass wir keinen Gegensatz hinstellen nach dem Motto, wer für die Unterstützung der Ukraine ist ein Kriegstreiber. Ja. Und wer aber Sorgen hat oder vielleicht die Waffenlieferung in der Bevölkerung ablehnt, ist ein Putin-Versteher. So ist es nicht. Wir müssen werben dafür, dass beides gemacht wird. So, das ist nicht ganz einfach. Wenn ich Ihnen ein Beispiel zeigen darf, das jetzt gerade aus der jüngsten Vergangenheit ist, das ist der Kollege Ralf Stegner, mit dem wir hier gesprochen haben, bevor er auf eine Friedensdemonstration gegangen ist, die eben auch Sarah Wagenknecht als eine Hauptrednerin hatte am 3. Oktober. Er selber ist hingegangen, um eben so einen Standpunkt eben auch zu bringen. Und das ist die Reaktion, die er da erlebt hat. Wir haben in der Ukraine einen russischen Angriffskrieg, der jeden Tag Tod und Zerstörung bringt. Das ist so, dass da Luftabwehr geschickt wird. Das rettet jeden Tag Leben, weil Schulen, Kindergärten, Wohngebiete, Energieversorgung geschützt wird gegen Drohnen und Raketen. Er sagt genau das, was Sie sagen, und da wird er nicht gehört auf einer Friedensdemonstration. Kriegt man das noch zusammen? Das zeigt ja, dass diejenigen, die vermeintlich für Frieden eintreten, nicht offen sind dafür, dass man sich anguckt, was ist die Realität und dann offen darüber spricht, was können die Wege sein, sondern sie haben ihre vorgefertigte Meinung. Das, was Ralf Stegner erlebt, kann ich gut nachvollziehen. Ich mache viele Bürgerdialoge und ich weiß, dass viele Bürgerinnen und Bürger auch das nicht teilen und so nicht denken. Und ich halte es für eine wichtige Aufgabe in meiner Funktion als Ministerpräsidentin, aber übrigens auch gerade für die SPD, dass wir Räume anbieten. Ich mache das mit Bürgerdialogen, wo die Leute erst mal ihre Meinung sagen können. Ich beschimpfe sie nicht gleich als Putin-Versteher, sondern sage, so wie eben jetzt hier bei Ihnen in der Sendung, warum ich das anders sehe. Ich glaube, dass ich das glaubwürdig vortragen kann, weil ich in der Ukraine war, weil ich es mir konkret angeschaut habe. Und das würde ich übrigens auch den politisch Verantwortlichen wie Frau Wagenknecht mal empfehlen, die immer eine einseitige Meinung haben. Und wo wir zusammen aufpassen müssen, ist, dass wir nicht
in diese Polarisierung kommen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die auch verunsichert sind, das sind gerade viele ältere Menschen, die sich große Sorgen machen, wird der Krieg sich ausweiten, die viel auch diesen denken, ja, liefert doch nicht Waffen, sondern sprecht mehr miteinander. Gerade die sollten wir nicht in eine Ecke stellen. Wir sollten Räume bieten in einem Bürgerdialog, um zu erklären, warum unterstützen wir die Ukraine und immer sagen, dass wir beides machen. Die Bundesregierung unterstützt die Ukraine und macht auch diplomatische Gespräche. Das ist ja nicht so, dass es nur das eine oder das andere gibt. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht diesen Gegensatz haben. Das Problem ist, also ich höre das wohl, es entstehen jetzt in 3 Bundesländern im Osten, die gewählt haben, möglicherweise Koalitionen, wo das ziemlich auseinandergeht, weil das Bündnis Sarah Wagenknecht eben genau das erfordert von den Partnern, SPD in Brandenburg, CDU in Thüringen und Sachsen, was sie da gerne stehen haben möchte. Und jetzt gibt es diesen Brief, ich habe es gerade erwähnt, einen Gastbeitrag, den eben die 3 Ministerpräsidentenkollegen und der eine, der in Thüringen der CDU-Chef ist, geschrieben haben, in dem sie eben fordern einen Waffenstillstand und Verhandlungen. Das hat sehr viel Lob von Frau Wagenknecht, sehr viel Kritik von anderen gebracht. Wurden Sie gefragt, ob Sie da mitmachen wollen bei diesem Brief? Nein. Hätten Sie? Ich bin in einer stabilen Koalition. Sie müssen nicht. Also die machen das auch nur wegen Frau Wagenknecht, oder? Das weiß ich nicht. Also wie dieser Brief gemeint ist, was die Kollegen damit bewirken wollen, würden, glaube ich, die Kollegen am besten selber erklären können. Ich bin in einer stabilen Koalition mit der Linkspartei und wir sind klar in der Frage, wir unterstützen die Ukraine weiter humanitär, militärisch und finanziell. Und das ist auch bisher die Haltung im Bundesrat aller 16 Bundesländer. Und nochmal, wir sind auch trotzdem für diplomatische Bemühungen. Das ist kein Widerspruch. Und wir sollten nicht darauf reinfallen, was Frau Wagenknecht immer behauptet, dass wir nur für die Waffen und den Krieg sind und sie wäre für Gespräche und den Frieden. So schwarz-weiß ist das nicht. Beides ist richtig, beides zu verbinden. Na gut, dann sind wir mal gespannt, wie die 3 Kollegen das in ihren Bundesländern lösen werden. Nicht ganz einfach. Es gab gerade die Einheitsfeier in Schwerin. Sie haben es erwähnt. Haben sich einige gewundert, in der ersten Reihe dort Gerhard Schröder zu sehen, der ja auch eine ganz eigene Meinung zur Ukraine und zu Russland hat. Ein Zitat möchte ich Ihnen vorstellen. Wassili Golod, unser ARD-Korrespondent in Kiew, hat gesagt, als einflussreicher Kreml-Lobbyist agiert Schröder im Interesse eines verbrecherischen Regimes und bezeichnet einen Kriegsverbrecher als Freund. Diesen Mann bei der Einheitsfeier in die erste Reihe zu setzen, zeugt von fehlender Aufarbeitung. Sie sind quasi die Gastgeberin dort gewesen. Was entgegnen Sie, Herrn Golod? Das ist ein Festakt, den wir ausgerichtet haben als Land, aber ein Festakt des Bundes. Der Bund, vor allem das BMI, ist zuständig dafür, die laden ein und die haben auch protokollarische Vorgaben. Und Hätten das wurde bei uns vor Ort umgesetzt. Wenn Sie es hätten können. Das ist ein Festakt des Bundes und die haben eine Einladungsliste, die haben protokollarische Vorgaben. Und ich finde, beim Festakt gab es so viel Tolles, so viel Schönes und ich glaube, darauf sollten wir uns konzentrieren. Okay, und nicht auf Gerhard Schröder. Sie haben selber sehr viel Kritik eingesteckt dafür, dass Sie sehr lange festgehalten haben an Nord Stream 1 und 2. Sie haben nach dem Überfall auf die Ukraine eine Kehrtwende gemacht, haben gesagt, das war ein Fehler. Ich habe da auch die Aggressivität von Putin unterschätzt. Wohin geht die SPD jetzt? Bleibt die bei dem, was Sie inzwischen gelernt haben, auch in Kiew sein, oder geht die dahin, wo Herr Mützenich ist, Herr Stegner ist oder Herr Schröder, um das ganz andere Ende zu sehen und Verhandlungen mit Russland fordert? Also ich finde es jetzt nicht richtig, Rolf Mützenich und Ralf Stegner in einem Atemzug mit Gerhard Schröder sozusagen zu nennen, eine Perlenkette gebildet und ganz hinten ist dann Herr Schröder. Verantwortlich in der aktuellen Politik für die SPD ist der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich und er hat alles mit unterstützt, was es auch an Unterstützung für die Ukraine gibt und auch Ralf Stegner. Es gibt da auch gar keinen Widerspruch. Ich habe es ihm deutlich gemacht. Wir sind klar an der Seite der Ukraine. Und das bleibt. Und wissen, dass das nicht dass das viele Menschen anders sehen. Und wir werben sehr für diesen Kurs, Unterstützung für die Ukraine und diplomatische Verhandlungen. Und ich sage ganz klar auch der Bevölkerung, ich weiß, da gucken jetzt viele zu, auch in meinem Land, und teilen es gar nicht. Wir müssen lernen. Ja, es ist richtig. Auch ich habe den Kurs, der in der Bundesrepublik sehr verbreitet war, wirtschaftliche Kooperation und kritischer Dialog mit Russland vertreten.
Aber Russland hat die Ukraine brutal überfallen und hat unsere Friedensordnung zerstört. Und das muss Konsequenzen haben. Und mal ganz einfach bildlich gesprochen, wenn ich die ganze Zeit versuche, mit einem schwierigen Nachbarn in der Straße klarzukommen und der kommt rüber und zündet das Nachbarhaus an und ermordet die Kinder, dann kann man nicht so weitermachen. Dann muss es Konsequenzen geben. Und diese Konsequenzen, dafür müssen wir werben. Gutes Wort. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen heute, Manuela Schwesig. Danke für den Besuch heute. Danke. Vielen Dank.